Geil, jetzt ist es soweit. Jetzt kommt mein Lieblingspart, das ist das Subwoofer einbauen. Der ist einfach mega geworden, weil in dem Auto so wenig Platz ist und wir bauen einen 30er JL Subwoofer in das Reserverad rein, in die Reserverad Mulde, wo eigentlich gar keine Mulde mehr ist. Also lasst euch überraschen mit den neuesten Techniken. Was heißt, neu sind die Techniken nicht mehr, aber ich zeige sie zum ersten Mal. Ich bin auch nicht mehr so arg im Thema mit Kunstharzen, aber lasst euch überraschen, was euch jetzt erwartet im Thema Subwoofer im Audi A6 Competition Quattro Biturbo Vollgeilkarre. So, Teil 6 war ja mal die Endstufe einbauen, Teil 5 waren die ganzen Lautsprecher integrieren und jetzt können wir uns in diesem Teil endlich um den Subwoofer kümmern. Und der Subwoofer, der klingt auch noch richtig geil jetzt, ja, und schaut geil aus. Los, ab ins Video. Kommen wir zum Subwoofer, den bauen wir jetzt auch raus. Die ganze Platte kann man wegnehmen. Tun wir unter das Auto, da stört sie nicht. So, und die Platte ganz genauso. Und jetzt haben wir unseren Subwoofer und da brauchen wir eine Nuss. Haben wir hier eine 10er Nuss. Dann machen wir das Ganze mal auf. So, dann haben wir jetzt 3 Schrauben gelöst. Das ist die Subwoofer-Verbindung. Können wir lösen. Und kriegen wir den jetzt so raus? Wahrscheinlich schon, oder? So, hier unten, das kann man rauslupfen. So, der ist schon komplett in der Hand. Das ist Bose Subwoofer. Hier hängt er. Was haben wir hier? Ein 20 cm Subwoofer. Der kommt jetzt erstmal raus. Wer vielleicht Lust hat, das in irgendeiner Weise nachzumachen, aber ohne die restliche Anlage, der kann natürlich an der Stelle mit dem vorhandenen Bose Subwoofer-Kabel, also von dem Bose Subwoofer, das Zuleitungskabel, einen AAC.2 Spannungswandler dran machen, also einen High-Low-Adapter, und könnte ein Signal vom Subwoofer direkt abgreifen, in eine zusätzliche kleine Endstufe reinfahren, die man irgendwo im Reserverad mit installieren kann. Batterie liegt ja bereits schon hinten dran. Und missachtet mal diese ganze Bose-Geschichte. Lasst die Bose drin, wie sie ist. Aber ihr wollt mehr Bass haben, dann kann man das natürlich auch so machen und einfach nur mit einem High-Low-Adapter auf das Lautsprecherkabel draufgehen und eine zusätzliche Endstufe installieren und den Subwoofer in ähnlicher Art und Weise installieren, aber eben ohne den ganzen Rest. Ich habe mich für den JL Audio 12 TW3 D4 entschieden. Das ist jetzt ein Doppelschwinger mit 4 Ohm, das heißt Endbetriebsimpedanz wird nachher sein 2 Ohm, weil wir die parallel schalten. Perfekt auf unsere Mosconi D2 500.1, die dann über 500 Watt RMS macht. Der Woofer hat eine Belastbarkeit von 400 Watt RMS, also das heißt, wir haben ein bisschen mehr Dampf zur Verfügung, wie der Woofer an für sich angegeben ist. Wir werden also immer ein relativ sauberes Signal und einen guten Bums drin haben. Und wir machen jetzt eine Reserveradmuldenlösung. Also wir haben eine Reserveradmulde, die leider auch ziemlich voll ist. Eine normale runde Reserveradlösung passt hier nicht rein. Wir müssen den Woofer hier an diese Position bringen, damit, wenn die Platte hier nachher drüber geht, der Woofer nicht anschlägt. Wir werden auch noch eine neue Doppelbodenplatte machen, aber wir müssen den in die Position bringen. Das heißt, wir müssen jetzt ein Gehäuse aus Kunstharz bauen, das sich sozusagen hier einarbeitet und dem Woofer ein geschlossenes Gehäuse zur Verfügung stellt. Und wie man das jetzt macht, zeige ich euch. Also wie ihr wisst, ich will ja euch, was das Thema Car-Heavy betrifft, ein bisschen gescheiter machen. Und zumindest mein Wissen, so gut ich das kann, an euch weitergeben. Und ich will kein Geheimnis drum machen und drum machen wir natürlich auch diese ganze Geschichte mit dem Epoxidharz und Glasfaser verarbeiten. Einmal komplett durch, andere machen vielleicht ein riesen Geheimnis drumherum, denn mir ist das scheißegal. Wir zeigen euch, wie das funktioniert, zumindest auf dem Niveau, wo ich sage, so kann ich mal schnell was machen. Das mag auch nicht perfekt sein, was ich mache, aber für unsere Zwecke langt es in dem Fall voll aus, ihr werdet schon sehen. Was wir jetzt brauchen, ist ein bisschen Folie und Pappe, weil wir mit Kunstharz arbeiten. Und damit kleben wir bitte erstmal alles ab, damit ja nichts passieren kann. Auf unsere Originalverkleidung drauf.
wir machen hier mit ARS 24 Klebeband alles dran. So, und kleben das mal so hin, dass wir hier wie in einem OP-Saal erstmal die zu behandelnde Stelle vernünftig abkleben. So. Das Gröbste haben wir jetzt alles schon mal abgeklebt außenrum. Jetzt können wir uns auf die Stelle konzentrieren, die wir tatsächlich nachher mit Kunstharz ausarbeiten müssen. Wir müssen sogar diese Ecke der Batterie mit ausarbeiten, damit unser Woofer hier im Speziellen reinpasst. Weil das ist jetzt genau dieser Luftspalt, den wir brauchen. Also hier, wenn ich den anders nochmal drehe, dann komme ich wieder zu hoch und dann schlägt meine Membran oben an der Platte wieder an. Also ich muss das ausnutzen und muss auch diese Ecke ausarbeiten und dieses Gehäuse bauen so, dass wir jetzt ringsrum kommen. Also unser Gehäuse muss sozusagen hier drüber laufen und die Batterie werden wir ausarbeiten und eine ganze Wanne bauen. So. Jetzt können wir mit einer normalen Pappe uns ein Gerüst bauen und gerade stabile Flächen zu bekommen und dann mit Klebeband überziehen, damit der Kunstharz sozusagen da dran ist, sich aber nicht total fest verklebt. Also wir können das danach wieder wegmachen durch das Klebeband. Wie das funktioniert, könnt ihr euch jetzt mal die nächste Zeit reinziehen. Jetzt machen wir einfach mal, fangen wir mal an. So können wir das eigentlich auch schon lassen. Und das mal da lassen. So, und das müssen wir jetzt auch da so reinbauen. Ja, mit Pappe können wir hier richtig schön Formenbau machen. Wir müssen auch aufpassen, dass wir das Kunstharz nicht irgendwo unter eine Kante mit reinbringen. Also wir müssen immer so bleiben, dass man das ganze Ding nachher im steifen Zustand rausnehmen kann und so verarbeiten. Aber eben schon bis zur ganzen Kante vor. So, und jetzt können wir schon anfangen, die ersten Sachen damit zu verkleben. Und zwar so, dass immer diese Sachen voll sind. Da werden wir auch noch ein paar Lagen drauf machen. Hauptsache es läuft das feuchte Material nachher nicht da durch. Siehst du, jetzt habe ich natürlich hier schon ein Problem. Ja, das machen wir mal so hin. Und jetzt müssen wir aber auch runter auf die Batterieebene. So. Mal einen Schnitt machen. So, noch weiter runter. Wir müssen bis zur Batterie runter. So, jetzt können wir das Eck nachher ausarbeiten. Dann können wir das so stehen lassen, weil wir das Gehäuse schon bis da nachher hochziehen, aber eben so eine Ecke weiter ausarbeiten. Und das geht wie? Wir brauchen praktisch bis daher, können wir schon das Ganze machen. Und jetzt können wir eigentlich auch das schon ankleben. Das muss alles nicht schön sein, nur wirkungsvoll. So, das heißt, die Batterie müssen wir so abkleben. Den Woofer da so rein. Jo, das langt also gut, dass der da sein Gehäuse findet.
Und zwar auf der Höhe. Also wir schneiden nachher das Gehäuse so ab. Wir können auch nachher eine Markierung dran machen, dass wir sagen, okay, ich muss ja nicht bis da hochharzen, aber halt bis über die Kante sauber drüber. Jetzt haben wir die ganze Wanne ausgekleidet, also sozusagen eine Form gebaut. Jetzt können wir den Woofer nachher auf der Höhe auch so installieren und eben so hochkommen. Die Montageplatte für den Woofer, die machen wir erst, wenn die Wanne fertig ist. Jetzt können wir sozusagen direkt dazu schreiten, das Ganze auszuharzen. So, wenn wir praktisch jetzt... So, jetzt haben wir unsere Glasfasermatten, die wir jetzt nachher mit Kunstharz tränken. Das ist eine Wandungshöhe und da schneiden wir uns jetzt einfach mal eine ganze Linie rüber. So, und die heben wir mal rein. Einmal hier durchlegen. Und da haben wir schon unseren Knick. So, den müssen wir aufschneiden. So, weil wir ja da oben rum weiterfahren wollen. Genau. Das müssen wir uns alles zurechtlegen. So, ganz hier runter. So, da hinten auch noch. Und das jetzt mal irgendwo da abschneiden, dann haben wir mal eine Wandung. Jetzt machen wir 4-mal das gleiche Stück, so dass wir eine Wandstärke von 4 insgesamt bekommen. Von 4 Lagen. Dann haben wir insgesamt, naja, was haben wir denn dann? Vielleicht so ein 3/4 Zentimeter. Müsste man sich mal ausrechnen, können wir nachher mal schauen. Jetzt können wir den Schnitt genauso reinmachen. Dann haben wir hier den Schnitt. Dann haben wir hier einen Schnitt. Ja, das ist echt extrem dick. Da langen rein theoretisch 2 Lagen. So, das ist, ja, glaube ich, 600 Gramm. So, und so kann man das auch noch mit reinlegen. Und muss ich nachher auch überall noch anschneiden, dass das nachher hier so überlappt. Hier genauso. Davon machen wir jetzt 2 solche Platten. Wir müssen jetzt mit Epoxidharz die Glasfasern tränken. Und wir mischen das hier zusammen mit unserem Material. Bei 100 Gramm Kunstharz kommen 50 Gramm Härter mit rein. Das ist jetzt speziell bei dem Harz so. Es gibt auch andere Harze, da schaut es anders aus. Wir machen jetzt mal so, mehr machen wir jetzt nicht. Das sind 750 Gramm. Die Hälfte dazu ist 375 Gramm, oder? 375 Gramm müssen wir also auf 1125 kommen, oder? Ist das richtig? 1125 Gramm. 1125. 23, okay. Egal. Und das verrühren wir jetzt natürlich ordentlich. Und ich empfehle euch natürlich eine Gasmaske. Und zwar mit Kohlefilter. Die habe ich jetzt hier leider nicht, weil ich normalerweise mit dem Zeug gar nicht arbeite mehr. Das mache ich ja nur euch zuliebe, damit ich jetzt in meinem Auto einen schönen Subwoofer reinmache und dass ihr mal seht, wie man so ein Gehäuse harzt, wenn man das mal machen mag. Wir machen das im Hause eigentlich gar nicht mehr, also höchst selten. Und deswegen habe ich jetzt auch gar keine Gasmaske da, aber ich habe zumindest noch eine Maske, was die wegfiltert. Ich empfehle euch einfach, das möglichst draußen zu machen. Ja,
ich mache das jetzt so, gesundheitstechnisch hin oder her. So, jetzt haben wir das gut umgerührt. Und jetzt können wir auch sofort anfangen mit einem, ich nehme jetzt mal einen relativ großen Pinsel, um mal viel aufzutragen. Also das sind dann bitte Wegwerfpinsel, weil mit denen könnt ihr danach echt nichts mehr anfangen. Entschuldigung an alle Profis, die, wo das jeden Tag machen oder einfach oft machen. Ich habe es selber schon Ewigkeiten nicht mehr gemacht und habe gedacht, ich mache das jetzt mal selber an meinem Auto. Wieder mal, früher habe ich das viel mehr gemacht und habe auch einen anderen Kunstharz verwendet, der viel mehr aggressiv war. Der hat gerochen ohne Ende, da ist dir schon schwindelig geworden beim Machen. Deswegen auch diese Maske damals. Jetzt mit dem neuen Epoxidharz, muss ich sagen, da war ich ja selber total überrascht. Das Zeug riecht überhaupt gar nicht. Braucht zwar länger beim Aushärten, aber das spielt ja an sich keine Rolle. Das Zeug war echt cool. Und ja, vielleicht ist es an der einen oder anderen Stelle nicht perfekt. Aber die Profis unter euch müssen jetzt an der Stelle einfach mal ein Auge zudrücken und ja, sagen, vielleicht ist es gar nicht so schlecht, was er macht. Ja, ich weiß, tontechnisch ist jetzt vielleicht nicht so toll. Wir haben da angefangen. Wenn das durchgetränkt ist, dann wird das auch richtig elastisch und verfliegt irgendwann in seine eigenen Fasern. So. Genau. Hier reinlegen. Ganz an den Rand hinbringen, hoffentlich. Manometer ist auch schon lange her, wie ich das gemacht habe. Ja, wichtig ist, so wenig wie möglich Luft dazwischen zu haben. Wir wollen ein dichtes Gehäuse. Ja, das da. Weil wenn das natürlich von unten auch mal getränkt ist, ich lege es praktisch auf eine getränkte Matte drauf, dann tränkt sich das ja auch viel schneller. Also ich habe mein Epoxidharz einfach im Internet bestellt. Da war das an für sich sehr seriös und dann haben wir gedacht, da kaufe ich es jetzt einfach. Früher hatte ich das von einem hier ansässigen GFK-Bauer, der hat Jauchefässer gemacht in Riesenformat. Da war das natürlich geil. Das war allerdings das Zeug, wo echt, glaube ich, dich innerlich auffrisst. Das war ziemlich krass. Deswegen wollen wir bei uns im Haus kein Kunstharz handeln, also dass wir das ins Programm aufnehmen und euch zuschicken können. Bitte schaut einfach selber im Internet, wo ihr Epoxidharz, das ist genau das Zeug, was wir jetzt gerade verbaut haben oder verarbeitet haben. Beim Glasfaser als Matte oder als Wolle, da schauen wir jetzt einfach mal, ich glaube, das können wir vielleicht selber handeln. Entweder ihr bestellt es gleich damit, wo ihr auch das Kunstharz bestellt, falls es das da gibt dann, oder
tja, ihr schaut einfach mal bei uns regelmäßig vorbei, ob wir Glasfasermatten jetzt haben im Programm. Wir haben jetzt 4 Lagen Glasfaser drauf. Ja, ich sage jetzt mal so runde Zentimeter dicke Bodenschicht. Und jetzt lassen wir alles erstmal austrocknen. Das kann auch ohne uns trocknen. Und die Fasern außenrum habe ich jetzt alle nochmal glatt und hingetüpfelt, dass da so wenig wie möglich Luftblasen drin sind. Und wir haben hier noch ein paar Luftblasen. Es ist nicht perfektes Gehäuse. Das gebe ich jetzt mal hier zu. Aber nahezu so, wie wir es wollen. Jetzt haben wir die erste Lage trocken. Also was heißt die erste Lage? Wir haben jetzt 4 Lagen drin gehabt und die sind jetzt so halbwegs trocken. Aber ich merke schon, also man ist noch nicht ausgehärtet, aber es ist mir noch ein bisschen zu wenig Stabilität. Wir hauen jetzt nochmal überall das fette, ich weiß nicht, ich glaube 600 Gramm pro Quadratmeter Material hier nochmal komplett drauf. Nur der Sicherheit wegen nochmal spaßeshalber. Soweit ist es jetzt ausgehärtet, das Gehäuse. Ich habe auch schon die ganze Schutzfolie mal ringsrum weggemacht. Und jetzt gilt es, die Box aus dem Kofferraum rauszuholen. So, müssen wir überall mal das. Da, siehst du, jetzt kommt sie doch schon. So, da ist sie! So, und die können wir jetzt mal da hoch tun und können diese, schauen wir mal, wie wir alles wegkriegen und wie es dann ausschaut. That's it, das ist unsere Box. Und jetzt sehen wir aber hier schon, schau, da ist schon wenig. Gell? Also gegenüber hier, da sieht man, wie dick das Material ist. Da haben wir doch ein bisschen unterschiedlich gearbeitet. Da können wir aber jetzt ohne weiteres von innen tatsächlich nur mal ein paar Lagen drauf machen. 2, 3, mehr langt das, um das auch noch mal nachzumachen. So, können wir durchs Licht durch. Siehst schon, aber man müsste jetzt auch mal einfach einen Schnitt reinmachen, das Ganze ansägen. Aber es ist noch nicht ganz ausgehärtet. Ich lasse das jetzt heute Nacht noch stehen. Und dann machen wir erst weiter, wenn das Ganze komplett hart ist. Aber der Boden ist zumindest richtig dick und hart. So, jetzt kommen wir auf jeden Fall mal das. Kommt jetzt da rein. So, das war's ja. Mehr weiter runter kommen wir nicht. Und jetzt kommt später unser Woofer so da rein. Und dazu müssen wir jetzt noch eine Platte machen, die jetzt praktisch hier unten dran richtig verklebt wird miteinander. Und der ganze Grat erstmal hier komplett abgeschnitten wird auf einer Höhe rum. Und dann haben wir auch nicht mehr so viel Volumen, wie es jetzt gerade ausschaut. Aber das lassen wir jetzt alles erstmal austrocknen. Unser Epoxidharz ist jetzt ausgehärtet und die Wanne ist praktisch jetzt wieder so reingestellt. Und jetzt müssten wir mal gucken, wie weit der Subwoofer überhaupt jetzt integrierbar ist und wie weit der runter muss. Und den haben wir ja so geplant auf der Höhe. Und jetzt müssen wir uns hier mal eine kurze Brücke bauen, damit wir hier immer ein gleiches Maß haben. Da seht ihr, ich habe das auch schon mal hier angezeichnet, dass man hier ringsrum geht. Und ich bin jetzt da auf 12 cm kommen, die wir brauchen, wo der Woofer reinkommt. Also das heißt, hier bin ich auf der unteren Kante bei 13. Damit der unten nicht ganz aufliegt, gehe ich lieber mit der ganzen Sache auf 12 hoch. Habe ich also unten einen Zentimeter Spiel und zeichne das jetzt ringsrum an. Mit 12 cm. So, und da habe ich jetzt einfach überall 12 cm genommen. Die heben wir hier unten dran und können wir dann auch hier anzeichnen und einmal komplett außen rum gehen und uns eine Linie machen, die wir jetzt dann absägen. Und da bin ich jetzt schon einmal komplett rum und habe sozusagen eine exakt gleiche Linie. Mal die rausnehmen. Wir haben jetzt die Linie definiert, wo der Woofer sozusagen nachher aufliegt. Das heißt, es wird jetzt der Holzunterbau, der wird unterhalb dieser Linie sein. Aber wir zeichnen jetzt mal die Linie ab und machen einen kompletten Schnitt, damit wir
mal sehen, wie die Kontur genau ist. Also, dann sägen wir das mal auseinander mit Schutzhandschuhen. So, jetzt haben wir die Enden noch ein bisschen weggenommen, damit wir die Kontur von innen nachher besser nachziehen können, weil jedes Mal die Wandung ziemlich gleich dick ist. Jetzt habe ich mal die ganze Kiste auch von feinen Härchen und so weiter zumindest ein bisschen befreit und abgeschliffen, damit man sich jetzt nicht irgendwelche Glasfaserspreisen reinzieht. Es ist nicht perfekt, aber ein bisschen aufpassen muss man immer. Und ich habe die Kanten nochmal so abgeschliffen, dass wo die Lagen nicht sauber aneinander verklebt waren, damit wir wenigstens aufs Minimum zurückkommen. Und jetzt kann man das ganze Ding umdrehen, auf unsere neue Montage-Holzplatte aufsetzen. Und jetzt reißen wir das ganze Ding einfach mal komplett ab. So. Und machen das Gesamte um die Wandung noch mal ein bisschen schmaler. Also das ist jetzt einfach mal geschätzt. Und das malen wir jetzt einfach nach. Und das ist unsere Sägekante nachher. So, dann schauen wir mal, wie das so passt. Das müsste so rum reinkören. Das kriegen wir wahrscheinlich gleich gar nicht mehr raus. Jetzt schauen wir mal, so schlecht passt es noch gar nicht. Schon gar nicht. An den einen oder anderen Stellen müssen wir jetzt einfach mal auch das Ganze konisch schleifen. Das machen wir mit der Bandschleife. Und das passen wir jetzt ein bisschen an. Schau mal, das passt so schon fast ganz rein. Und jetzt brauchen wir nachher bloß noch hier einen Spachtel reinmachen und das Ganze zumachen. Jetzt machen wir aber gleich noch eine zweite Platte, die praktisch bis zum Rand rausgeht. Das ist nachher unsere Abdeckplatte, wo wir den Woofer sozusagen nachher versenkt installieren. So, und jetzt machen wir uns bloß noch einen Grat hier rein. Den schleifen wir auch raus, kann man auch raussägen, ist eigentlich wurscht. Wo wir die Spachtel nachher reintun können und überall eine vernünftige Verbindung zum Holz und zu dem GFK bringen können. Wir haben jetzt die Mitte vom Woofer. Haben wir hier, das ist der Mittelpunkt, also müssen wir exakt hier eine Markierung machen. Also auf einen Millimeter genau kommt es jetzt nicht an, weil der kann auch ein bisschen da oder ein bisschen da rum. Das ist egal. Aber so wäre es genau richtig. Und jetzt können wir das Brettel rein machen und machen hier die Markierung hin. So, kommt es rein. Jetzt haben wir hier, das ist unser, ja,
So, nochmal, jetzt machen wir 29, was haben wir gesagt, 29,3. 29,3. Und die Linie muss weg. Gut, dann sägen wir das raus. Ja, aber mal sowas von, oder? Aber exactly. Und das alles mit der Stichsäge, frei Schnauze. Gut, jetzt müssen wir noch schauen, dass der Woofer rein theoretisch am richtigen Fleck hängt, aber der kann jetzt gar nirgendwo anders hin. Das legen wir jetzt mal alles so da rein und schauen, dass der nirgendwo aufschlägt. So, jetzt haben wir den oberen Teil im Prinzip fertig. Da gehört mal ein neues Schleifband drauf. Das ist nämlich schon richtig alt. Deswegen schaut es hier auch so schwarz und verkokelt aus, aber für den Zweck hat es jetzt noch gelangt. Wir müssen jetzt den Deckel, der nachher praktisch auf das nachher drauf kommt, schon mal vorbereiten und machen den so in die Mitte und passen dann auch gleich mal den Lochkreis an, damit es nachher genau wieder bündig ist für unseren Woofer. Damit wir optimal anpassen können, unseren Abdeckdeckel, bauen wir das jetzt nochmal schnell so zusammen. Also den Deckel brauchen wir auch jetzt noch nicht ganz fertig machen unbedingt, machen wir aber trotzdem. So, der gehört ja jetzt dann eigentlich so drauf. Der wird alles nochmal abdecken. So. Und der muss jetzt dann auch, genau, das passt exakt. So, und den können wir jetzt, dadurch, dass wir wissen, dass es genau passt, jetzt richtig absägen. Und zwar mit der Außenkontur. So, alles rein. Und jetzt müssen wir diese Kontur, die müssen wir jetzt mitnehmen. Und zwar ein bisschen großzügiger. Da gehe ich mit dem Bleistift so rüber, dass wir immer 2 mm mehr haben. So, und das ist jetzt die zweite Platte, die jetzt das Ganze nachher so erscheinen lässt, wie wenn der Woofer in dem ganzen Segment eingelassen wäre. Mit der Phase, die wir jetzt reingeschliffen haben, habe ich jetzt überall eine Möglichkeit, die Glasfaser als Masse hier mit einzuspachteln. Und jetzt machen wir nur noch die Position von dem Holz komplett fest und machen da 4 Schrauben rein und gut ist, den Rest tun wir harzen. Durch das, dass das Gehäuse ja so alle Formen hat, können wir es jetzt auch nicht richtig berechnen, wie viel Volumen haben wir denn jetzt als Nettovolumen. Und da gibt es einen ganz einfachen Trick, wir litern das Ganze jetzt aus und zählen einfach die Liter, die wir jetzt da reinpacken. Und dazu langt eine normale 1 Liter Cola-Dose, Cola-Flasche. So, und das machen wir jetzt einfach und zählen mit. Und ich habe extra den Rand hier hingemacht, wo nachher das obere Brett ja praktisch unser Volumen abschließt. So, das ist 2. Ich würde am liebsten auf ca. 12 Liter kommen. 5 ist es. So, 6. Jetzt kommt das 7. 9. 10. 12. 13, 14. So, ich bin mir ziemlich sicher, dass das jetzt genau hinhaut. Dann haben wir jetzt 16 Liter. Wenn wir das jetzt ins Wasser tun, so dass es überall gleich hoch ist, haben wir jetzt 16 Liter. Also 16 Liter ist hier unser Volumen. Das haben wir jetzt rausgeholt. Ist doch fett. Hätte ich gar nicht gedacht, dass es wirklich so viele Liter sind, die noch übrig bleiben. Aber es sind's.
passt optimal. Und da kann man nachher noch das jetzt oben drauflegen, wenn das fertig ist. Und dann gegebenenfalls hier auch nochmal zuspachteln, wer das unbedingt braucht. Aber dann schaut das, glaube ich, schon ganz in Ordnung aus. Dann gehen wir ans Harzen. Wir machen jetzt Kunstharz, Epoxidharz, so zusammengemischt mit Glasfaserwolle, damit es eine richtige Pampe gibt, so richtig schön zäh. Das rühren wir an, damit wir das jetzt da reinschmieren können und sozusagen zumachen können und miteinander verkleben können. So, wir brauchen hier erstmal einmal ein Stück härter. So, das müssen wir drauflegen. 0, dann nehmen wir, jetzt nehmen wir erstmal das Harz selber. Brauchen wir auch, glaube ich, gar nicht so viel. Immer 300 Gramm, oder? 300 Gramm. 320 Gramm. Gut. Und da die Hälfte dazu sind 160 Gramm. So, jetzt kommen 160, dann sind wir bei 480. Aber schon mal ganz genau, oder? Ja, das passt. Das lassen wir so. So, und jetzt nehmen wir dieses Material und packen das mal da rein. Das ist relativ, ich glaube, ich habe viel zu viel gemacht davon. So, das müssen wir untermengen. Das muss ich jetzt alles erstmal vollsaugen und zu einer zähen Masse werden. So, einfach mal drauf und auch schön hier reinstopfen. Den Überschuss können wir auf der Maschine easy wegschleifen. Aber mir ist wichtig, dass das mal ganz tief hier die Fasern und den Harz reindrückt in die Ritzen. Also ich glaube, man kann jetzt hier ganz gut erkennen, wie das funktionieren soll, oder? Und weil wir jetzt eh nur ganz viel übrig haben und unsere Ritze jetzt von außen fertig ist, mache ich jetzt noch Folgendes mit einem gescheiten Einweghandschuh. Nehmen wir mal die Masse und streichen sie von innen nochmal in die Ritzen rein. Ist ja eh wurscht. Stabilisiert das ganze Gehäuse nochmal. So, gerade hier in dem Bereich Einbaustelle, wo ich schon noch am Woofer dran bin. Gut, können wir ja nachher noch alles wegschleifen. Müssen wir auch noch schleifen hier. Aber ja, basteln wir gar nicht so viel dran rum. So. So, damit da das Zeug gleich weg ist, dass wir nachher nicht schleifen müssen. Wir lassen das Ganze jetzt über die Nacht trocknen, damit es richtig schön aushärtet. Morgen früh schleifen wir das Ganze nochmal ab, machen den Deckel drauf und beziehen das Ganze mit Nadelfilz. So, und wir machen den Rest da innen drin auch raus, was hier nichts zu suchen hat. Unser Epoxidharz ist jetzt nochmal komplett ausgehärtet. Und jetzt verschleifen wir nur noch mal das Ganze, damit es ein bisschen sauberer aufliegt und halt auch hier die Sachen, dass die alle eben sind, um unsere zweite Platte jetzt anzubringen. Das waren jetzt nur die feinen Härchen, wo wir weggemacht haben. Jetzt gehen wir auf unsere große Bandschleife, da funktioniert es viel leichter. Wer keine Bandschleife hat, ja, der nimmt sich jetzt hier einen Holzklotz und schleift einfach, aber wir machen das einfacher. Unsere Fixierungsschrauben, die schleife ich jetzt einfach weg, damit wir hier gar kein Loch mehr drin haben. Also praktisch das Gewinde an sich bleibt gleich in der Box drin, ist ja eh alles eingeharzt. Und das mache ich mit der Bandschleife hier mal schnell weg. Als nächstes können wir jetzt mal unsere Montageplatte oder unsere Endplatte, das zum Versenken hier mit drauf machen. Die verschrauben wir dann und verkleben sie mit der Bodenfläche oder mit der Hauptbox. Aber jetzt tun wir sie erstmal ins Auto reinheben, um mal zu schauen, wie es jetzt eigentlich von der Positionierung ist, auch von der Höhe. So, dann einmal rein in die gute Stube. So. Und jetzt haben wir, wie viel haben wir jetzt noch Platz? So, und hier liegt nachher das Ganze auf. Und jetzt haben wir den Abstand, und das sind jetzt noch
2 cm. Und das haben wir jetzt als linearen Hub zur Verfügung für den Subwoofer. Also das heißt, niemals im Leben schlägt es da vorne an. Da sind wir lang aus dem linearen Bereich raus und da wollen wir ja auch gar nicht hin. Also das ist die optimale Positionierung für den Subwoofer. Ich würde sagen, das ist sehr gelungen. Dann kommt der Teil, wo wir jetzt die Deckplatte mit der Hauptplatte zusammenbauen. Und die verleimen wir, und zwar mit zusätzlicher Verschraubung, weil wenn das sich mal alles ein bisschen bewegt, weil der Woofer, der baut hier schon Druck auf, ein bisschen Schwingungen werden da sein, möchte ich auf keinen Fall, dass das in irgendeiner Weise zum Klappern anfängt. Also muss ich es vollflächig verkleben und zusätzlich werden wir es verschrauben. Das wegreiben, dass da kein Leim dran ist. So, dann müssen wir den Woofer jetzt mal da reinhängen, damit wir es wirklich ganz genau hinkriegen. So, und jetzt tun wir das nochmal ausrichten. So. Damit das ganz genau passt. Jetzt schauen wir mal. Nein, schaut noch nicht gut aus. Da an dem Eck ist es noch zu weit entfernt. Hat sich doch verschoben. Das müssen wir ganz kurz nochmal rausmachen. Andere Schraube nochmal ansetzen. So, und jetzt nochmal. Hier und hier auf jeden Fall. Dann machen wir direkt hier noch eine rein. So, das muss langen. So, und sowas würden wir gar nicht machen können mit normalem MDF-Material, das wäre schon lang gesprungen. Deswegen ist es hier extrem wichtig, gutes Holz zu nehmen und das zu stabilisieren. Wenn eine Basskiste richtig geil werden soll, dann können wir nicht einfach nur irgendein billiges Sperrholz nehmen, sondern wir nehmen jetzt hier an der Stelle Birken Multiplex-Holz und das ist entweder 19 oder 21 mm stark. Das ist so schwingungsarm, es ist leicht und extrem stabil. Damit kann man natürlich auch solche kleine Kanten sauber machen und es bricht nicht gleich ab. Jedes andere MDF-Holz wird an so einer Stelle wahrscheinlich mit ein bisschen Druck einfach durchbrechen. Also ich empfehle hier ganz klar ein Birken Multiplex, auch wenn es ein bisschen mehr kostet. So, das letzte. Gut. So schaut die Kiste jetzt aus. Das will ich gar nicht verspachteln an dem Eck. Weil der Spachtel würde vielleicht noch aufreißen und zum Klappern anfangen. Also ich glaube zwar nicht, dass er aufreißt, aber das ist mir zu heikel. Die Stelle ist wirklich zu wenig stabil. Für den Rand alleine langt es locker, dass man hier das Ganze zu hat nachher, damit es cool ausschaut. Aber wir lassen es offen und ganz ehrlich, ich glaube, ich spachtel gar nichts mehr. Der Rand schaut auch so ganz gut aus. Und man könnte es jetzt nur noch schönheitshalber zuspachteln, aber für was? Wir ziehen unseren Bezugsstoff hier einfach nochmal drüber. Das ist reine Kosmetik, die an der Stelle wirklich kein Schwein sieht. Wir sind ja nicht in einer Serienanfertigung, wo wir sagen, das Auge ist an solchen Stellen mit. Nee. Also, das heißt, wir haben jetzt unsere Kiste so weit, dass wir sie bespannen können. So schaut sie aus. Und Loco Choco, jetzt tun wir bespannen. Stoff haben wir passend geschnitten und jetzt können wir alles mit Kleber, hoppala, Düse falsch, mit Kleber mal einkleben. So, da rein müssen wir auch. So. Bei einem Nadelfilz können wir gegenüber einem Leder eigentlich sofort zum Bearbeiten beginnen, zumindest auf glatten Flächen.
Passt es? Passt. Jawohl. So. Einschneiden. So, das war's fürs Innere. Und jetzt können wir nach außen rum zulegen. Machen wir die Ecken zuerst. So, siehst du, von der Kante sieht man jetzt eh nichts mehr. Ein bisschen einschneiden. Erstmal den Rand über den Stoff hinweg. So, trocknen. Jetzt geht es darum, den Subwoofer elektrisch anzuschließen. Da haben wir unser Subwoofer-Kabel und wir haben einen Doppelschwingspulen-Woofer. Das heißt, wir haben eine Schwingspule und die zweite Schwingspule. Jeweils davon haben 4 Ohm. Wir schalten die parallel, so dass wir insgesamt auf einen Abstoßwiderstand für den Subwoofer von, sag schon, 2 Ohm kommen. Und jetzt noch ein paar schöne Kabelenthülsen drauf. Das können wir parallel schalten und wir löten das nachher alles zusammen, aber das zeige ich euch anders, wie das geht. Wir haben jetzt hier einmal Plus und einmal Minus und jetzt haben wir nochmal Plus und haben Minus. Na, gehst du neu? So, und weil wir sie parallel schalten, müssen wir jetzt hier unser Anschlusskabel von der Endstufe jetzt andocken. Weil jetzt gehen wir parallel mit unserer Leitung, die jetzt durchs Gehäuse durchgeht, hier drauf. Wir verlöten das jetzt gleich. So, Bombe. Also fürs Erste machen wir mal hier keine weitere Dämmung rein, auch kein Füllvolumen wie Watte oder Dämmvolumen zum Wegnehmen mit Schaumgummi oder Noppenschaumgummi. Wir probieren es jetzt einfach mal so aus, ob mir der Klang so gefällt. Also ich glaube, wir liegen hier schon sehr, sehr gut. Wir machen jetzt den Woofer hier rein und müssen natürlich auch noch das Kabel miteinander hier durchziehen. Und dazu werden wir jetzt hier noch ein Loch bohren und auch schauen, dass die Kabel nicht zum Klappern anfangen und machen da noch ein kleines Bitumenfeld hin, um das Kabel zu fixieren. Machen wir hier eine Kabeldurchführung. So. Und da machen wir ein Längsloch rein. Und das kann man so. Dann kommen wir jetzt auch von innen nach außen. So, was kommt zum Dichten natürlich zum Einsatz? Mein Bitumenband. Und zwar machen wir das hier so drum. So eine Verkleidungsmuffe, das langt. So, und das drücken wir jetzt mal da rein. So, und drücken es nach und ziehen zugleich das Kabel durch, dass sich sozusagen das Bitumenband in das Loch verteilt und alles abdichtet. So. Das passt. Und wenn wir lustig sind, können wir das auch natürlich von draußen nochmal dagegen dämmen. Spielt wahrscheinlich gar keine Rolle. So, hier noch ein kleines Bitumenbad.
Wir müssen ja unseren Woofer ungefähr so rum reinmachen. Also wird es da unten dran liegen, das Kabel. Und das werden wir jetzt nur reinfallen lassen. Und das Kabel bleibt da liegen. So, und jetzt ist unser Woofer bereits drin. Jetzt müssen wir noch verschrauben, 8 Schrauben reinmachen. Ein Dichtband ist bei dem Woofer bereits schon unten dran gewesen. Ich weiß nicht, ob man es bisher schon gesehen hat, wo man öfters schon mal den Woofer eingeblendet hat auf dem Rücken. Wir brauchen hier ausnahmsweise mal kein Bitumenband verwenden, sondern wir verschrauben jetzt bloß noch alles. So, und jetzt müsste das Ding hoffentlich, das ist bollerdicht, das Ding. Da hörst du gar nichts. Der lässt sich auch gar nicht reindrücken. Das ist ein gutes Zeichen dafür, dass er einfach extrem dicht ist, weil wir komprimieren die Luft genau da drinne. Und das Gehäuse ist so dicht, dass keine Luft irgendwohin entweichen kann. Deswegen ist es ja auch ein geschlossenes Gehäuse. Und das ist wirklich, man würde es jetzt hören, wenn man das hier reindrückt, dass irgendwas machen würde. Und das tut es aber nicht. Das ist wirklich extrem dicht. Sehr gut. Alles richtig gemacht. Woofer fertig. Ab ins Auto damit und Musik hören. Wir machen hier am Woofer die Papas dran, weil hier, wenn ich es abstecke, kein Strom dran liegt. Halt, müssen wir hier rein. So. So, und das können wir jetzt im Auto kurz zeigen. Im Gegensatz zu hier im Auto, das Kabel geht ja direkt zur Endstufe. Und wenn ich jetzt den Woofer abstecke, dann habe ich ein blankes Kabel eventuell. Und deswegen machen wir hier die Mama drauf. Und ich habe den Vorteil, dass wenn ich jetzt beides gleich mache, also nicht verpolungssicher, dann kann ich auch mal die Phase vom Woofer schnell ausprobieren, einfach umzudrehen, indem ich Plus und Minus miteinander vertausche. Gut. So, und da haben wir unser gutes Stück. Legen wir mal so her. Jetzt müssen wir noch verbinden. Ja, hält das so? Ja. So, Plus zu Plus. Die können wir da unten eigentlich reinmachen. Schauen wir mal. Kabel auf die Seite. Platz genug. So schaut unser Woofer aus. Die Pumpe für mein Luftfahrwerk, das ist ja die hier, die mir noch so rumschweben haben. Die ist ja hier in meinem ursprünglichen Teil drin, das ja hier über der Batterie drauf ist. Das passt jetzt wegen der Basskiste nicht mehr so ganz rein. Das werden wir jetzt einfach ein bisschen einer Olli-Behandlung unterziehen und werde auch das opfern. Das ist mir aber scheißegal. Wir sägen das hier ab und auch den Deckel sägen wir ab, so dass das hier nachher jetzt einfach noch bündig zu meiner Basskiste passt. Dann heben wir das mal so rein. Da tasten wir uns wieder an, weil wir wollen es ja schön machen. Dann geht es dahinter bis dahinter. So, haut es so hin, ja, ziemlich. Und dann geht es da so rum. Das sägen wir jetzt mal weg und dann schauen wir an, wie das funktioniert. So, einmal dran. Und jetzt sägen wir noch das raus. Das können wir jetzt von der Kontur her nachnehmen. So, da runter, da rüber, da rum. Gut. So. Aha. So. Damit ist die Pumpe wieder verräumt, da wo sie hingehört. Das da gehört davor. Da müssen ja noch 2 Schrauben rein hier. Okay, aber da können wir jetzt alles zumachen. Und an der Seite den Woofer hinlegen. Hinlegen. So.
Und wo haben wir den anderen Deckel? Jetzt den Deckel noch drauf. Na? So, wie gefällt euch die Lösung mit dem Subwoofer? Habt ihr ein bisschen was lernen können? Ich hoffe doch. Mir hat es einen riesen Spaß gemacht, das Thema. Ihr könnt als nächstes reinschauen, wie wir die ganze Anlage einstellen. Ja, also den Prozessor, wie funktioniert er, was kommt da noch zu, was müssen wir noch tun, damit es wirklich dann auch perfekt klingt. Das werden wir euch dann zeigen. Und nochmal darauf hingewiesen, wir werden diese Live-Sprechstunde machen, wo ihr uns direkt live anchatten könnt für alle Fragen, die jetzt noch offen geblieben sind, obwohl wir selber schon eigentlich der Meinung sind, wahrscheinlich gibt es gar nichts mehr, was man noch fragen könnte, aber ihr beweist es uns immer wieder. Es kommen genügend Fragen rein und dafür stehen wir jederzeit für euch zur Verfügung. Den Termin geben wir noch Bescheid. Danke fürs Zuschauen, euer Olli.